19 € für ein frittiertes Häppchen und trotzdem habe ich es gekauft. Willkommen in Madrid, der teuersten Station meiner Spanien-Food-Tour und gleichzeitig einer der leckersten. Ich starte in Mercado de San Miguel, eine Markthalle, die wie gemacht ist für hungrige Foodies, die gerade aus Sevilla einrollen. Diese kleine frittierte Schale hier sieht super aus, oder? Sie schmeckt auch so, aber 19 € für eine Portion. Viel zu teuer. Aber was soll ich machen? Mein Herz wollte es und mein Magen war zu schwach, um Nein zu sagen. Würdet ihr dafür 19 € zahlen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ein paar Stände weiter, frische Austern, eiskalt serviert. 4,10 € pro Stück, auch nicht ohne, aber sie sehen gut aus und irgendwie holt mich das zurück in meine Kochausbildung. Im dritten Lehrjahr mussten wir lernen, wie man Austern fachgerecht öffnet und schön anrichtet. Grüße gehen raus an meine ehemalige Berufsschule, sie hat wirklich viel reingesteckt, damit aus uns was wird. Nach dem ersten Rundgang durch Madrid begegne ich einem Gorilla. Ja, wirklich. Ich wette mit ihm, wer von uns mehr Rückenhaare hat und das Beste, eine russische Oma zählt sie für uns. Ich glaube, ich habe gewonnen. Das hier ist definitiv kein klassisches Streetfood, aber es war ein Erlebnis. Wieder zurück zum Essen. Ich entdecke wunderschöne Empanadas, die total nach selbstgemacht aussehen. Ich frage nach, ob sie Schweinefleisch enthalten. Der Mitarbeiter verschwindet kurz und bringt einen riesigen Tiefkühlkarton aus dem Lager, Zutatenliste inklusive. Und da wusste ich, das ist keine Hausmannskost, das ist TK-Ware. Enttäuschung pur. Madrid an sich ist wunderschön, keine Frage, und das gilt auch für die ganzen Süßspeisen, die man hier auf jeder Ecke findet. Ich gönne mir eine pistaziengrüne, sehr blättrige Schnitte, sieht fantastisch aus, schmeckt aber nur okay. Kennt ihr das, wenn man reinbeißt und denkt, meh? Apropos Klassiker, ich wollte unbedingt das berühmte Gericht Cocido probieren, ein deftiger Eintopf mit verschiedenen Fleischsorten. Leider wird es hier meistens mit Schweinefleisch gemacht. Vor 2 Wochen in Portugal habe ich eine andere Variante ohne Schweinefleisch gegessen. Das war sehr lecker. Dann kommen sie, meine kleinen grünen Lieblingsfreunde Pimientos de Padrón. Unreif, leicht bitter, kurz in Olivenöl angebraten mit Meersalz drauf, außen knusprig, innen saftig, so einfach und so genial, ich liebe sie. Madrid bietet aber nicht nur Essen, sondern auch Straßenshows überall zu jeder Tageszeit. Meistens fängt es harmlos an, Musik, Tanz und so weiter und endet plötzlich mit weniger Klamotten und einem Hut, der durch die Menge geht und mit Geld vollgestopft werden will. Wie steht ihr zu Straßenkünstlern, nervig oder nice? Ich liebe Spanien für Churros mit Schokolade. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Churros gegessen wie in diesen 2 bis 3 Wochen in Spanien. Und ja, ich bereue nichts. Zwischendurch gönne ich mir ein bisschen Kultur. Palacio Real, riesig und beeindruckend, und im Museo del Prado wollte ich mir einige weltberühmte Kunstwerke anschauen. Eintritt 15 €, Kameras leider verboten. Abends dann ein absolutes Highlight: in einem total überfüllten Restaurant ergattere ich einen Platz und probiere einen Snack, das Gilda oder Gilda heißt, ein pikanter Spieß mit Olive, Essiggurke, Chips und so weiter. Dazu ein göttlich leckerer Thunfischsalat, Aioli mit Kartoffeln, das war gut, und Patatas Bravas, bei denen mir die rote Soße einfach zu viel ist, bin ich ehrlich. Schaut mal, wie viele Leute hier im Gang stehen und warten, bis jemand aufsteht. Richtige Sitzplatz-Battlezone. Und zum Abschluss in einer regnerischen Nacht hole ich mir ein warmes Calamari-Brötchen, salzig, knusprig, einfach gut und der perfekte Snack, um Vorfreude auf meine nächste Station zu tanken. Valencia. Bleibt dran und abonniert meinen Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es dort weitergeht und welche Streetfood-Überraschung mich als nächstes erwartet.